Fast ein Jahr hat es wieder gedauert, bis Amazon was Neues auf den Markt bringt in Sachen Fire TV. Jetzt hat es endlich geklappt. Es sieht aber ganz anders aus als die vergangenen Jahre, denn wir haben jetzt eine Alexa Sprachfernbedienung Pro zu deinem Fire TV Stick als Neuheit. Was dahinter steckt, was diese neue Fernbedienung alles kann, die ganzen Funktionen und natürlich auch Inhalte erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Falls ihr wissen wollt, wie euer Amazon Fire TV funktioniert mit allen Einstellungen, dann schaut mein aktuelles Video hier oben verlinkt. Da habt ihr alle Informationen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Neuheiten bei Amazon Fire TV, nämlich die Alexa Sprachfernbedienung Pro. Andere Hersteller haben diese Fernbedienung schon teilweise, in nicht ganz dem Ausmaß, wie sie jetzt Amazon rausgebracht hat, aber es gibt sie schon, das ist keine neue Erfindung von Amazon. Es ist aber eine Neuheit in Bezug auf dein Fire TV HD und natürlich auch 4K, denn du kannst mit dieser Fernbedienung jetzt noch mehr erledigen, die hat noch mehr Funktionen und gleichzeitig ist sie natürlich wirklich gut gelungen, kann man sagen. Und es ist natürlich auch clever, wenn man jetzt für die Fire TV-Sticks keine richtigen Ideen mehr hat, weil die Sticks ja natürlich ausgereizt sind. Was soll man noch bieten? Ein gutes Programm und gleichzeitig natürlich auch ein gutes Bedienungsmenü ist ja schon da. Jetzt wird die Fernbedienung nochmal aufgerüstet und hier haben wir einige Neuheiten, die ich euch jetzt mal erzählen möchte. Die Alexa Pro Sprachfernbedienung bringt im Vergleich zu dieser alten Fernbedienung natürlich noch mehr Funktionen. Darunter sind 2 programmierbare Tasten. Auf die beiden Tasten können die Fire TV-Nutzer sich einfach die beiden Lieblingssender bzw. Lieblings-Apps oder auch Alexa-Befehle legen, die dann mit einem Knopfdruck besonders schnell erreichbar sind. Neu ist auch auf der Pro-Fernbedienung eine spezielle Kopfhörertaste, mit der das Bluetooth-Menü zum Koppeln, zum Verwalten, zum Konfigurieren von Kopfhörern schnell aufrufbar ist. Weiterhin an Bord natürlich die TV-Steuerungstasten zum Ein- und Ausschalten, zum Durchschalten von Live-TV-Sendern und zum Steuern der Lautstärke. Was mich natürlich ganz toll freut als Amazon Fire TV Nutzer, dass die Amazon Sprachfernbedienung Pro jetzt integrierte Tastenbeleuchtung besitzt, die durch bewegungsaktive Hintergrundbeleuchtung realisiert ist. Damit aktiviert sich die Tastenbeleuchtung automatisch, wenn die Fernbedienung bei dunklen Lichtverhältnissen in die Hand genommen wird, was natürlich unwahrscheinlich hilfreich ist, gerade wenn man einen entspannten Film schaut und kein Licht anmachen möchte, um die Einstellung zu ändern. Ab jetzt brauchst du auch diese Fernbedienung nicht mehr suchen, denn sie findet sich selbst. Sag einfach, Alexa, finde meine Fernbedienung zu einem beliebigen Amazon-Gerät mit Alexa. In einem Gerät, in dem Alexa integriert ist, der Alexa-App oder der Fire TV-App. Ein eingebauter Lautsprecher wird einen Ton von sich geben, mit dem du die Fernbedienung finden kannst. Du kannst auch die Remote-Finder-Schaltfläche in der Fire TV-App für Mobilgeräte nutzen, um deine Fernbedienung zu finden. Dann kannst du mit dem integrierten Fire TV Steuerungstasten oder den 2 programmierbaren Tasten ganz schnell das gewünschte Entertainment aufrufen. Natürlich gibt es auch bei der neuen Amazon Sprachfernbedienung Pro eine neue Tastenbelegung. Und wie diese aussieht, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Jetzt wollen wir natürlich mal die neue Fernbedienung mit der alten vergleichen und gehen von oben nach unten alle Tasten durch. Die An- und Aus-Taste ist gleich geblieben, sie ist an der gleichen Position wie sonst auch. Rechts daneben die Kopfhörertaste ist neu dazugekommen. In der Mitte das Mikrofon ist da geblieben, wo es vorher auch war und die blaue Alexa Sprachtaste ist ebenfalls an der gleichen Stelle. Navigation und Auswahltasten haben sich auch nicht verschoben, die sind ebenfalls an der neuen Fernbedienung gleich geblieben. Dann die Taste zum Zurückspulen, die Home-Taste und die Menü-Taste, die sind auch an der gleichen Stelle, genau wie Zurückspulen, Play, Pause und Vorspulen. Jetzt im unteren Bereich der Fernbedienung hat sich etwas verändert. Die Laut-Leise-Taste ist von der Mitte nach rechts gerutscht, um anderen Tasten Platz zu machen, wie zum Beispiel der neuen Taste für die Senderliste. Gleichzeitig natürlich noch die Einstellungen, die sind auch neu dazugekommen und
die Taste für die Sender hoch und runter ebenfalls neu dazugekommen. Stummschalten für den Lautsprecher ist auch ein Stück runtergerutscht und ergänzt dann natürlich durch neue Tasten, nämlich die 1 und 2 im unteren Bereich. Das sind die programmierbaren Tasten. Und im letzten unteren Drittel hat sich natürlich auch was geändert. Vorher war hier Prime Video, Netflix, Disney Plus und Amazon Music fest eingespeichert. Jetzt könnt ihr hier voreingestellte App-Tasten benutzen. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, naja, die neue Fernbedienung ist bestimmt nicht mehr kompatibel zu meinem Fire TV. Das wäre natürlich Unsinn, weil Amazon möchte natürlich auch diese Fernbedienung sehr oft verkaufen. Und wir schauen uns mal an, welche Geräte mit dieser neuen Fernbedienung kompatibel sind. Sie funktioniert nicht nur mit den aktuellen Streaming-Geräten wie dem neuen Amazon Fire TV Cube der 3. Generation oder dem Amazon Fire TV Stick 4K Max, sondern mit fast allen Modellen in der Fire TV-Familie ist sie kompatibel. Die Alexa Sprachfernbedienung Pro ist kompatibel mit dem Fire TV Cube der 3. Generation, mit dem Cube der 2. Generation, mit dem Fire TV Stick 4K Max, dem Fire TV Stick 4K, dem normalen Fire TV Stick der 3. Generation, der 2. Generation und natürlich auch dem Fire TV Stick Lite und lediglich der Fire TV 1 und 2, also aus der 1. und 2. Generation, da ist die Fernbedienung nicht kompatibel. Sobald ich meine Alexa Sprachfernbedienung Pro in den Händen halte, mache ich natürlich gleich das nächste Video, in dem ich euch die Funktionen und die Inhalte anhand der originalen Bedienung hier zeigen kann. Bis dahin kannst du die neue Fernbedienung bestellen, und zwar mit dem Link, der hier in meiner Videobeschreibung drin ist, und dann wird sie dir in wenigen Tagen geliefert. Der Preis hierfür beträgt 39,99 € und das war's schon mit diesem Video. Ich danke dir fürs Anschauen. Schreibt eure Kommentare rein. Braucht ihr diese Fernbedienung oder ist sie einfach Unsinn? Und ich sage Tschüss, bye bye und winke winke und sehr gern bis zum nächsten Video.